Top 10 Männerdüfte 2025 bei Notino. Ja, genau. Ich habe die Liste mal rausgesucht. Die meistverkauftesten Düfte oder die besten Top 10 Männerdüfte 2025 auf Notino. Und ich werde zum Schluss mal was dazu sagen, weil die Düfte, ja, ihr werdet es sehen und ich werde da zum Schluss was sagen. Also dranbleiben, Freunde. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance aus Hamburg. So. Dann fangen wir mal mit dem Platz 10 an. Ich habe übrigens alle, aber dadurch, dass ich ihn hier halte, den Laptop, werde ich jetzt die kurz einblenden. Ist ja auch nichts Wildes und nichts Schlimmes. Habe ich auf jeden Fall alle auch und auch selbst gekauft. Das muss ja heutzutage immer erwähnt werden. Es gibt ja Leute, die Langeweile haben. Ja, Platz 10. Job Om. Ich sag's doch immer wieder. Komm, genau das ist das, was ich meine. Job Om. Viele labern Scheiße, muss man schon wirklich sagen und sagen, ja, den braucht man nicht mehr tragen, der ist langweilig. Dann tragt doch am besten gar nichts und sammelt Münzen oder whatever. Ne? Lasst doch einfach diese Kommentare. Man muss nicht hin und her switchen. Jeden Monat was anderes. Leute, oder die so viel Düfte haben wie ich vielleicht, okay, die können Job Om nicht immer tragen. Ich habe den aber in 9-facher Ausführung, in der alten Version, in der richtig alten Version, in der neuen und so weiter, Ableger etc. pp. Und der Duft funktioniert immer noch. Und bei den Jugendlichen da draußen oder bei den jüngeren Damen, die kennen den vielleicht gar nicht, also kann man ihn noch tragen. Natürlich ist er nicht mehr so wie die alte, wie so eine richtig schöne, dunkle, schöne Kirschnote. Jetzt habt ihr eine synthetische Kirschnote, die trotzdem mit Kardamom, Zimt und so weiter, aber immer noch stark ist der Duft. Außer ihr holt die 200 ml Flasche, die ist nicht so gut. Tatsächlich, da ist was dran. Nicht bei jedem großen Flasche, aber da ja, also die 100er reicht so und so. So, Platz 9. Mont Blanc Explorer, ja, auch der, ja, was soll ich sagen, Bergamotte, Zitrisch, es ist eine günstige Alternative zum Aventus. Ja, wer immer noch diese DNA macht, dass das überhaupt so aber wie gesagt, ich werde zum Schluss da mal was kurz zu sagen. Platz 9, dass er dabei ist. Aber anscheinend funktioniert dieser Duft und gerade für die Leute, die sich hier, ich gehe mal kurz auf Tauschstation, diese alte Version, ja, das ist jetzt hier die ganz alte Version, ich meine die Aventus-Version, nicht leisten können, wollen, müssen, keine Ahnung, die können natürlich so einen Explorer steigen, umspringen, whatever, ja. Aber Platz 9, 2025. Ja, Platz 8, Stronger With You Intensely. Ja, tatsächlich. Ja, es ist ein Lavendelduft, Rose, Lavendel, Vanilleduft, Tonkabohne, extrem süß auf die Fresse. Ich glaube, ich komme auch nicht mehr mit. Der Intensely war, glaube ich, mein Liebling aus der Reihe, aber ich habe den schon lange nicht mehr getragen von Armani. Und ich muss sagen, ja, er funktioniert einfach. Da draußen, wenn ich da so rumlaufe, rieche ich immer Stronger With You irgendwie. Es könnte auch ein bisschen langweilig auf Dauer sein, aber auch hier wieder ein alter Duft. Wieder ein alter Duft. Ja, und den lassen wir mal weiter. Gehen wir mal auf Platz 7. Le Mal. Ja, was ist das? Der war aber, bin ich der Meinung, letztes Jahr höher, aber er ist immer noch in den Top 10. Und wieder ein alter Duft. Schön Lavendel, Vanille, Kardamom, auch hier Zimt. Ja, es ist ein Kaugummi-Style-Duft, der eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Dieser Duft ist einfach nicht mehr wegzudenken. Le Mal ist Kult, Le Mal ist Klassiker und den finde ich, wenn wir jetzt mal alle, ne, Job auch eigentlich, aber ja, der kann auch in diese Reihe, in die Top 10, schon sehr nice. So, Platz 6, da bin ich so ein bisschen raus, auch wenn ich alle hab aus der Reihe überhaupt. Paco Rabanne 1 Million. Als Eau de Toilette. Oh, Leute, aber ich meine, ja, ich möchte am liebsten immer jetzt schon was sagen. Ich werde es am Ende des Videos sagen, werde ich da was zu sagen. Ja, auf jeden Fall, ja, Minze, süß. Und, ja, Leder ist und auch Bernstein, ist mir auch drin, ist in Leder richtig am Original nicht wirklich so. Ihr habt einfach eine Mandarine, die Minze, die Süße, aber dass das hier noch am Start ist, Respekt. Genauso wie Platz 5. Hugo Boss The Scent. Ich meine, das ist ein sehr schöner Manika oder wie das ist, was da drin ist. Ein Ingwer-Duft. Richtig nice. Den habe ich zum Beispiel, müssen wir mal ganz kurz gucken hier. Den habe ich zum Beispiel auch in 200 ml hier stehen. Kann ich mal ganz kurz holen. Da haben wir ihn in 200 ml. Das ist ein sehr schöner Duft. Ja, natürlich, geil. Lecker. Aber immer noch
in den Top 10 bei Notino. Das heißt, ihr könnt mal sehen, jetzt sage ich doch wieder schon ein bisschen was vorweg, ihr könnt mal sehen, wie viel oder was Leute kaufen. So, aber den Rest sage ich noch mal was dazu, wegen diesen ganzen Herren oder Herrschaften hier und so weiter. Ja, Platz 5 und Platz 4, ja, es geht so weiter. Versace Eros. Tja, was soll ich anderes? Ich kann euch nichts anderes sagen. Das ist Platz 4. Ja, Minze, Vanille, Minze, auf die Fresse. Ein sehr schöner Duft. Ist ein bisschen schwächer geworden. Ich habe noch die alte Version hier. Die ist extrem potent. Da hat das ganze Haus riecht danach. Ist einfach monströs stark. Muss ich noch was für Eros sagen? Eigentlich nicht. Wie gesagt, ihr braucht so ein bisschen, also ihr habt Minze und Vanille. Das ist so das ist der Bestandteil dieses Duftes. Auch hier natürlich das Eau de Toilette mit gemeint. Minze und Vanille. Punkt. Platz 3. Sun Man. Ist einer meiner Lieblingsstranddüfte, beziehungsweise es ist der Strandduft Nummer 1. Ich habe euch das ja immer schon seit Jahren. Sonne, Sonnencreme, Meer, alles möglich. Das spiegelt einfach den Strand wider. Es ist, ja, habe ich auch in 200 ml. Jetzt, weil ich euch davon abgeraten habe, ja, Job Homme ist wirklich in 200 ml nicht gut, ja. Ja, was soll ich sagen? Auch hier Platz 3, ein alter Duft, ein Sommerduft, ein extremer Strandduft auf Platz 3 2025, ja. Mir fehlen so ein bisschen die Worte. Ich finde diese Düfte gut, also vor allen Dingen Jil Sander. Finde ich gut, aber mir fehlen ein bisschen die Worte, was die Leute so kaufen und wo das hinführt. Und ihr wisst ja, dass ich das einmal im Jahr gerne hier so mal zeige, ne? Und wenn ich Revue passieren lasse, ich glaube 24 habe ich es nicht gemacht, aber 23 und da war das ähnlich. Es hat sich bis dato nicht viel geändert. Das ist schon hart. So, auf Platz 2 ist der einzige Nischenduft und zwar der Naxos. Ja, der Naxos. Schöner Honig, Tabak, Vanille, ein Duft zum Abwinken. Hier, der ist von 2020, aber lasst euch gesagt sein, die neue Version ist trotzdem schön und top und hält auch sehr, sehr, sehr lange. Hat sich also nicht viel geändert. Naxos, einer meiner Lieblinge, ein Signaturduft von mir. Eigentlich hat man immer nur einen, aber wenn man über 1200 Düfte hat, 1300, 1200, irgendwas immer so darunter, dann hat man mehrere Signaturdüfte, aber auch nur 5, 6, so viel habe ich nicht, Signaturdüfte, ne? Und ja, aber es ist schon ein sehr, sehr geiler Duft, muss ich sagen. So, und Platz 1 war auch schon 23, glaube ich, Platz 1 und 24 und 21. Und seitdem er, glaube ich, raus ist auf Platz 1. Hugo Boss. Ja, Boss Bottle. Boss Bottle ist einfach das Original. Apfel, Vanille. Ja, es ist ein Duft, der einfach gut ankommt und die Leute lieben den, weil man ihn wahrscheinlich auch wenn die Pflaume da drin ist, aber das ist ja trotzdem süß ein bisschen, aber nicht so übertrieben süß, glaube ich einfach, weil man ihn trotzdem im Büro tragen kann. Man kann ihn auf Dates tragen, man kann ihn unterwegs tragen, man kann ihn, wenn man überhaupt nicht so gern Düfte trägt, kann man diesen Duft mal tragen. Ich glaube, Hugo Boss oder Boss hat allgemein mit Boss Bottle ein Duft kreiert von allerfeinsten. Auch da muss ich einmal ganz hier kurz hin. So, und auch ich habe den, irgendwie widerspricht sich das komplett, was ich vorher gesagt habe, auch in 200 ml. Guck mal, wenn man das aus dem Stegreif macht, die Top 10, ja, aber wirklich, es gibt, ich sagte ja auch nicht alle am Eingang des Videos, ihr könnt manchen 200 kaufen, die sind gut. Aber es gibt auch Flakons, da sind die schwächer, die 200 ml, zum Beispiel bei Job Homme. Und da kann ich weg und da bestätige ich das, da ist die Haltbarkeit schwächer als im 100 ml. Deswegen rede ich und laber ich das die ganze Zeit. Und es kann auch bei anderen passieren. Aber bei denen, die ich jetzt hier auch habe, wo ich gesagt habe, die habe ich in 200 ml dort nicht. Und hier ist der so und so, ja, ist nicht so Biest, das ist ja so und so nicht Biestmut. Ne? Und ja, ich habe das Intense noch und so weiter und sehr viele Ableger. Mann, es ist auch schön. Es ist ein super Duft, der einfach funktioniert. Und egal wo. Und deswegen vielleicht, sage ich mal, zu Recht auf Platz 1. Ich werde noch mal andere raussuchen. Das war jetzt erstmal Notino. Ne, wir haben ja jetzt, das Jahr ist bald deswegen dachte ich, jetzt haue ich das, wird sich so und so nicht viel ändern. Es hat sich die letzten Jahre noch nicht mal viel geändert. So, und dementsprechend, vielleicht verändern sie das auch nur, weil sie keinen Bock haben. Obwohl, nee,
Ich gehe einfach davon aus, guck mal, und man redet immer von diesen, dürfen von jenes, und die Leute kaufen das fast nicht. Das sind immer das sind einer von 100. Der Rest ist immer dasselbe, was die Leute kaufen. Im Schnitt kaufen sie das. Da träumen die von den Verkaufszahlen. Und es ist egal. Nehmen wir jetzt auch günstigere Düfte. Das hier ist der absolute heilige Gral, muss man schon sagen. Ja, Freunde, der schreibt mir runter, was haltet ihr von der Liste? Was haltet ihr von den Top 10 von Notino 2025? Würde mich mal interessieren. Der macht einen Daumen nach oben, folgt mir. Grüße gehen raus an meine Mitglieder und es gehen natürlich auch Grüße an alle anderen raus. Schön, dass ihr dabei seid und dann sehen wir uns bald wieder. Reinhauen, Freunde.